Das Chefsee ist everybody's darling im Line-Up von YT. Es ist leicht genug für die Feierabendrunde aus eigener Kraft und stabil genug für den gelegentlichen Besuch im Bikepark. Und das Gesamtpaket gab es immer zum extrem attraktiven Preis. Wir sind heute mit dem neuesten Chefsee im Bikepark Geiskopf. Und weil die Liftanlage hinter uns schon geschlossen hat, dreht man das Bike zum Trail-Einstieg hoch. Und dabei schauen wir mal, ob der jüngste Sprössling der Chefsee-Dynastie das hält, was seine Vorgänger versprochen haben. Auf der Business-Ebene muss man den Hut vom YT-Chef Markus Flossmann ja definitiv ziehen. Denn mit geschicktem Marketing und erstklassigen Athleten hat es er geschafft, die Marke YT in den letzten 15 Jahren in einen eigentlich völlig besetzten Markt zu platzieren. YT-Bikes haben Downhill World Cups und Weltmeisterschaften gewonnen und waren bei der Rampage erfolgreich. Aber was den eigentlichen Durchbruch der Marke verursacht hat, war, dass die Direktversender von Anfang an auf eine knallharte Preis-Leistungsschiene gesetzt haben. Und damit sind wir schon mitten beim Thema des heutigen Videos. Denn während wir euch zuletzt auf dem Ride Better Bikes Kanal immer mal wieder Räder für 10.000 Euro mehr vorgestellt haben, endet das Chefsee Line-Up bei 5.999 Euro. Und das Core 4 Modell, auf dem ich hier sitze, kostet sogar 1.000 Euro weniger. Dafür bekommt man ein RockShox Ultimate Fahrwerk und SRAMs GX Eagle Transmission Schaltung. Die modische Zugverlegung durch den Steuersatz spart sich das YT und setzt auf einen klassischen Zugeingang am Hauptrahmen. Löblich dabei ist, dass die innen verlegten Züge komplett durch kleine Röhrchen geführt sind. Das Geile an den Röhrchen ist, wenn man hier oben einen Zug reinsteckt, kommt der unten auch wieder ohne Gefummel zum Rahmen raus. Genau so muss es sein. Die erste Abfahrt war schon mal geil, aber der Flow Country Trail war heute mit Sicherheit auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber was ich jetzt schon sagen kann, das Chefsee passt zu dem Charakter, den ich von den YT-Bikes gewohnt bin. In meinem Leben als Tester bin ich viele Chefsee, Tours und Capra-Modelle gefahren. Alle haben geil funktioniert, aber keines hat irgendein total outstanding Gimmick gehabt. YT hat schon immer geile Bikes zum guten Preis produziert. Die Sache mit der Technologieführerschaft, mit fancy Gimmicks, haben die Franken nie versucht. Genauso ist es auch beim neuen Chefsee. Optisch ist das Bike sehr ähnlich zu seinem Vorgänger, aber die Ingenieure haben ihm ein Staufach im Unterrohr spendiert. Außerdem kommt das Bike ab Werk mit einem Storage-Halter vom Crank Brothers hier unten am Oberrohr. In dem Storage-Halter ist Platz für einen Schlauch, einen Reifenheber und einen Tire-Plug. Und im Staufach, das man hier mit dem Hebel ganz einfach öffnen kann, bleibt Platz für eine Luftpumpe, ein Mini-Tool mit Kettennieter und natürlich für die Schokorosinen. Man hat also genug Stauplatz für alles. Die Sache mit den Hipbags kann man jetzt wieder den muskelbepackten Türstehern vom Nachtclub überlassen. Auch im Raumgelände liefert das YT Chefsee ab. Es gibt sicherlich Bikes mit einer flacheren und längeren Geometrie, aber YT trifft hier den richtigen Ton für ein intuitives Handling. Die 150 mm Lyric-Gabel funktioniert erste Sahne. Aber oft sind bei so einem All-Mountain ja auch die Reifen der begrenzende Faktor in der Abfahrt. Mit den Nexus Minion Reifen und der Exo Plus Karkasse muss man selbst vor einem Tag im Bikepark keine Angst haben. So hat das Bike echte Nehmerqualitäten, obwohl im Heck nur 145 mm Federweg zur Verfügung stehen. Das Thema Hinterbau wird ja neuerdings heiß diskutiert. Anti-Squat, Anti-Rise, Leverage Ratio. Ich denke, beim YT können wir das Thema aber auch pragmatisch sehen. Weil wenn ich mir ein neues Auto kaufe, interessiert mich auch nicht die Verbrennungstemperatur im Motorraum. Dann will ich wissen, ob die Karre fährt. Und wenn man dem YT-Hinterbau hier eins attestieren kann, ist, dass er einfach geil funktioniert.
Der Hinterbau spricht sensibel an und baut über den kompletten Federweg einen konstanten Grip am Hinterrad auf. Jetzt wird es zart. Ich habe schon deutlich über 1000 Höhenmeter in den Beinen und dann merkt man einfach doch, dass das Bike mit seiner abfahrtslastigen Ausstattung 15,5 Kilo ohne Pedale wiegt. Ein Leichtgewicht ist es nicht, aber Power für die letzte Abfahrt ist schon noch drin. Die SRAM Codebremsen sind vor allem mit der 200er Scheibe vorn und hinten ein echter Anker. Zeit, auf den Punkt zu kommen. Im neuen YT Chefsee steckt mehr Potenzial, als es die 150 mm an der Federgabel vermuten lassen. Denn mit dem exzellenten Fahrwerk, dem pannensicheren Reifen und der Geometrie verschmilzt das Bike bergab zum echten Bügelbrett. Krasse Bikepark-Trails oder Enduro-Stages schocken dieses Bike nicht. Im Gegenzug ist klar, mit 15,5 Kilo ohne Pedale ist das Bike bergauf keine Rakete. Obwohl der Hinterbau antriebsneutral funktioniert und die Sitzposition echt angenehm ist, fließt bergauf der Schweiß. Aber man kommt den Berg zumindest aus eigener Kraft problemlos hoch. Das Chefsee bleibt auch in seiner neuesten Version Everybody's Darling für abfahrtslastige Touren oder den gelegentlichen Einsatz im Bikepark. Wir haben uns auf bike-test.com natürlich nicht nur das Core 4 Modell angeschaut, sondern das komplette Chefsee Line-Up. Und da habe ich nur einen echten Tipp für euch. Das Core 2 Modell kostet 2.999 € und hat einen Alurahmen und eine so heiße Ausstattung, dass auf unserer Webseite sogar das Preis-Leistungsflämmchen auflodert. Schaut euch den Bericht auf der Webseite an und abonniert den Kanal für weitere Infos.